Wenn dir mein Video gefällt, vergiss nicht zu abonnieren. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Alex und ich habe mich entschieden, hier eine neue Rubrik einzuführen. In diesem Video wird es um diesen Kommentar hier gehen. Drück gerne die Pausentaste natürlich, wenn ich dir den jetzt zu schnell wieder ausblende, aber das lohnt sich wirklich zu wissen, was der Typ hier schreibt. Auf die einzelnen Punkte gehe ich jetzt in dem ganzen Video natürlich nach und nach ein. Boom. Einige von euch wissen sicherlich, dass ich mich vorher mit Trash-TV auf meinem Kanal beschäftigt habe. Ich habe nicht hingeguckt. Es ist aber leider mittlerweile so, dass das Real Life viel trashiger geworden ist als jede Sendung, die wir uns im Fernsehen nur ausdenken könnten oder auf irgendeinem Streaming-Kanal. Weil ich meinen gewissen Beitrag zum Erhalt der Demokratie leisten möchte und eben auch einen Beitrag zum Klimaschutz, habe ich mich entschieden, entsprechende Videos aufzunehmen und alles, was ich vorher gelernt habe, was ins Editing reingehört, was ins Film reingehört, einfach mit in diese Videos reinzupacken. Und ich halte meine Videos eigentlich für ziemlich harmlos. Und es ist schon sehr bezeichnend, wie weit wir gekommen sind, dass ein einfaches Abbild eines Windrades schon die Emotionen hochkochen lässt. Und wenn man dann noch sagt, dass eben auch Rechte ihren Anteil zum Umweltschutz beitragen sollten, dann ist sowieso schon Hopfen und Malz verloren. Und weil da wirklich sehr interessante Kommentare gerade aus der rechten Ecke kommen, habe ich mich entschieden, hier ein neues Format einzuführen, das den schönen Namen trägt: Mies kommentiert, hier reflektiert. Mies kommentiert, hier reflektiert. Und ich habe mir direkt mal den ersten ausgesucht und der hat schon richtig Feuer. In meinem letzten Video habe ich darüber gesprochen, dass es egal ist, welchem politischen Milieu man sich zugehörig fühlt, aber Klimaschutz oder zumindest Naturschutz sollte immer die oberste Priorität haben, weil entweder hast du eben die Zeichen der Zeit verstanden oder du liebst eben deine Heimat und musst allein deswegen schon verpflichtet sein, natürlich auch deine Umgebung, deine Natur und die Umwelt zu schützen. Also selbst wenn du nicht an den menschengemachten Klimawandel glaubst, solltest du natürlich auch den Wunsch haben, dass du deiner Natur nicht mehr Schaden zufügst als notwendig. Ich habe dazu Fanpost von Feuer des Sieges bekommen. Feuer des Sieges. Wir werden hier fortlaufend einfach Fetzi nennen. Und ich muss mich allein schon, wenn ich den Namen lese, fragen, welchen Sieg meint er denn eigentlich? Also in den Geschichtsbüchern, die ich kenne und den Filmen, die ich dazu gesehen habe, hat Deutschland 2 Weltkriege verloren. Also von sehr viel Sieg kann da nicht wirklich die Rede sein. Damit ich mir auch erstmal ein Bild von Fetzi machen kann, habe ich ChatGPT mal gefragt, wie er seiner Meinung nach aussieht. Fetzi sieht darauf irgendwie aus, als hätte er sich sein Bajonett feurig gerieben. Eine wahre Materialschlacht zwischen seiner deutschen Klinge und einem dreilagigen Zewa-Papier. Und auch das ohne bemerkenswerten Abschluss. Er beschreibt sich als Patriot, so wie es eben ganz viele aus der rechten Ecke tun, ohne zu wissen, was dieses Wort überhaupt bedeutet. Ich selber würde mich auch nicht als Patriot bezeichnen, aber patriotisch kann ja jeder sein, der eine gewisse Liebe zu seiner Heimat empfindet, und dafür muss man nicht rechts sein. Und ich erkläre auch gleich, warum es bei ihm natürlich zusätzlich nochmal problematisch ist, genauso wie bei vielen anderen, die blaue, braune oder sonstige faschistische Parteien wählen. Ich glaube nämlich, dass er sich einem Deutschland gegenüber patriotisch fühlt, das entweder in seiner Fantasie oder eben nur in Geschichtsbüchern existiert und heute nicht mehr so stattfindet, wie er es gerne hätte. Ganz sicher lebt Fetzi nicht in unserer Gegenwart, das beweist er auch gleich im weiteren Verlauf. Das Wort Umwelt möchte er nämlich etwas umfänglicher verstehen als ich. Unser Hobbybotaniker hier sorgt sich nämlich um invasive Arten von Tieren, Pflanzen und eben Menschen. Invasive Menschenarten. Invasiv ist hier vor allem auch sein Kommentar, weil er schon so meilenweit vom Inhalt meines Videos entfernt ist, in dem es einfach nur um den Aufruf oder den Wunsch nach mehr Umweltschutz ging. Also was er hier ausufernd darstellt, hat überhaupt gar nichts mehr mit meiner Ausgangssituation, mit meiner Ausgangsaussage zu tun. Also er driftet völlig ab. Für diejenigen, die sich da vielleicht nicht ganz sicher sind, was invasiv bedeutet, das ist immer etwas, was von außen kommt und was das Innere bedroht. Also invasive Tierarten wären dementsprechend zum Beispiel irgendwelche Bienen, die aus Afrika oder was weiß ich woher hier eingeschifft werden, sich hier verbreiten und die heimischen Bienen verdrängen. Also den Lebensraum einnehmen und die heimische Art verdrängen und zerstören. Das bezieht er aber leider eben auch auf Menschen. Jetzt weiß ich natürlich nicht mit absoluter Sicherheit, ob er sich nicht wirklich auch intensiv um Botanik kümmert. Also es kann ja sein, dass er in den Nachbargarten rennt und den Bambus rausreißt oder die Kois einsammelt und wieder in Asien aussetzt. Oder vielleicht, um das Beispiel beizubehalten, invasive Bienen einsammelt und eben die auch wieder in ihr Heimatland verschickt und verschifft. Ich glaube aber, das tut er alles gar nicht und er möchte eigentlich nur Menschenrassen loswerden, an die er noch glaubt. Ich glaube, dass er den tatsächlich nützlichen Anteil seines Kommentars oder seines Denkansatzes überspringt und eben bei Menschenrassen ankommt.
Ihm geht es nämlich garantiert gar nicht um alles, was er da noch so ausgeführt hat, sondern ihm geht es ausschließlich um invasive Arten von Menschen. Das, was er Schutzraum nennt, ist ein heiliger germanischer Boden, der natürlich jetzt von Ausländern überschwemmt wird, wie es ja so oft aus der rechten Ecke heißt und wie er eben auch hier anknüpfend erwähnt. Aber so wie ich es verstanden habe, ist die Theorie von Menschenrassen schon längst überholt. Also es gibt keine verschiedenen Arten von Menschen. Es gibt natürlich verschiedene Herkünfte, aber die haben alle eine gemeinsame Wurzel und es gibt keine verschiedenen Arten von Menschen. Und als was bezeichnet man Personen, die immer noch daran glauben, dass es verschiedene Menschenrassen gibt? Ganz genau, Rassisten. Menschenrassen, Glaube an Menschenrassen ist die Definition von Rassismus, deswegen heißt er ja so. Das Wort Rassismus basiert ja nicht darauf, dass es verschiedene Rassen gibt, sondern darauf, dass du, hoppala, vielleicht daran glaubst, dass es verschiedene Rassen gibt. Dann bist du ein Rassist. Er hätte also genauso gut auch schreiben können: Guten Tag, ich bin Rassist und ich möchte Ausländer wie Geschwüre aus dem deutschen Leib herausschneiden. Kommt mir gruselig bekannt vor, hatten wir schon mal. Auch die Wortwahl ist sehr ähnlich dem, was wir schon mal hatten. Und wenn dann irgendwann das unliebsame Feindbild des Ausländers komplett aus dem deutschen Körper herausgeschnitten wurde, dann muss man sich natürlich auf das nächste Geschwür schmeißen. Und das hat er auch schon hier ganz demonstrativ für uns und für unsere Erleichterung auch ausgeführt, damit wir uns besser vorstellen können, was denn eigentlich die Krankheit im deutschen Volk ist. Es ist ja kaum misszuverstehen, wen er mit der Schmierfinkenplage meint. Auch hier wieder so ein medizinisch-biologischer Begriff dabei. Er meint, die müsse man angehen, da sie sich von den großen Städten aus wie eine Seuche ausbreitet und auch nicht vor Kultur- und Denkmalschutz Halt machen. Damit kann er ja eigentlich nur KlimaaktivistInnen meinen. Nämlich die der letzten Generation, also Jugendliche, die dann auch noch aufbegehren gegen Vaterstaat. Das geht ja überhaupt gar nicht. Sind also die Ausländer entfernt, macht man sich über die Deutschen her, die ihm nicht passen. Denkmalschutz gilt zum Glück nicht für alles, was antik ist, wie zum Beispiel für seine rechtsextreme Meinung. Was aber jetzt genau mit der Meinungsfreiheit der 1990er Jahre meint, ich habe keine Ahnung. Weil wir natürlich keine Meinungsfreiheit haben, kann er natürlich auch keine rechtsextremen Ausführungen im Internet formulieren, ohne dass ihm die Polizei erst die Tür und dann die Pickelhaube einträgt. Also das Einzige, was mir jetzt einfällt, was man in den 1990er Jahren vielleicht noch durfte, war Schokoküsse anders zu benennen, nämlich so, wie sie vorher hießen, oder die so ungarische Art hatte eben auch einen Namen, der auf marginalisierte Gruppen verwiesen hat. Offenbar sind wir jetzt einfach so fortgeschritten, dass wir bessere Bezeichnungen dafür gefunden haben. Ich weiß nicht, was er sonst meinen könnte. Falls du eine Ahnung hast, schreib mir das natürlich sehr gerne in die Kommentare und erleuchte mich. Aber das, was ich glaube, was er meint, sind ja eben keine Meinungen, sondern Produktbeschreibungen. Und aufgrund veränderter Produktbeschreibungen kann er sich doch nicht in seinem deutschen Stolz verletzt fühlen, oder? Deutlicher, aber auch leider hier völlig ohne existierende Meinungsfreiheit spricht er über Bildungseinrichtungen und er versucht ja auch nicht wirklich gut zu kodieren, was er da eigentlich meint. Seine Enigma haben wir längst geknackt. Er schreibt von der Rückgewinnung geistig zugewucherter Bildungseinrichtungen. Menschlich unliebsame Regungen als Wucherungen, als Geschwür zu bezeichnen, das hatten wir alles schon genauso im Nationalsozialismus. Wir wissen also sehr eindeutig, woher er seine Inspirationen hat. Muskatnuss! Also da wir gerade bei Geschwüren sind, wäre beim Lesen dieses Kommentars dem Führer höchstpersönlich wahrscheinlich die zweite Klöte nachgewachsen. Ich will aber natürlich überhaupt nicht abschweifen. Vorhin habe ich gegendert und es wird dem einen oder anderen aufgefallen sein. Und wahrscheinlich, oder zumindest nicht ganz unwahrscheinlich, wird jetzt schon der eine oder andere blauziehenden Kommentar geschrieben haben, weil er das Video von da aus gar nicht mehr bis zu dieser Stelle hier weitergeguckt hat und wird sich über das Gendern pikieren. Einigen Blaubacken zuckt da bestimmt schon das linke Auge oder der Facebook-Finger war schon schneller als das Video vorangeschritten und hat sich in der Kommentarspalte ausgetobt. Fetzi möchte natürlich nicht, dass ein Sternchen unsere deutsche germanische Sprache verhunzt. Würde man zumindest ein kleines, hübsches Hakenkreuz dazwischen setzen, dann wäre er vielleicht noch einigermaßen einverstanden. Natürlich sorgt er sich auch garantiert darum, dass seine germanischen Lütten in der Schule verschwulen, wenn da geschlechtlicher und sexueller Pluralismus unterrichtet wird. Von Multikulti da jetzt mal ganz zu schweigen. Also da wollen wir ja schon mal gar nichts drüber hören, weil das Geschwür, wie gesagt, will er ja aus dem deutschen Volk herausschneiden. Und an dieser Stelle fragt ihr euch natürlich schon, genau wie ich, wie ihm denn dieser Vergleich überhaupt gelingen will, da er selber wahrscheinlich selten eine Schule von innen gesehen hat. Und ganz in Selbstironie besudelt er sich genauso wie damals an den wenigen Tagen, als er dann doch mal in der Schule war und diese mit gedöpptem Kopf in der Klobrille verbrachte und mit seinen Patschehänden richtig tief in die Kacke griff. Man möge wieder klar denken und sein Verhalten nicht auf falschen Annahmen aufbauen. Meint Fetzi etwa falsche Annahmen wie die seit Jahrzehnten widerlegte Rassentheorie?
Sollte man sich stattdessen viel mehr auf den evidenzbasierten Klimawandel fokussieren, statt immer wieder über Ausländer zu meckern? Ich vermute jetzt mal nicht, dass es das ist, was sich Fetzi wünscht. Die Realität basiert aber eben nicht auf dem, was du glaubst und dem, was du fühlst, sondern eben auf Fakten und auf der Realität. Ach was. Der menschengemachte Klimawandel wartet auch nicht darauf, dass du jetzt anfängst an ihn zu glauben. Der drückt nicht die Stopp-Taste, sondern während du dich nicht darum kümmerst, dass zumindest ein kleiner Anteil dazu beigetragen wird, dem Ganzen entgegenzuwirken, schreitet er immer weiter voran. Der wartet nicht auf dich, der wartet nicht auf dein Glauben. Es ist ein Fakt, dass der existiert und wir müssen alle gemeinschaftlich was dafür tun. Jetzt werden natürlich wieder einige sagen, oh, Deutschland kann alleine ja gar nicht viel machen. Deutschland ist eine der stärksten Wirtschaftsnationen, obwohl wir relativ wenig Einwohner haben und eine sehr kleine Fläche jetzt mal global betrachtet. Und wir haben eine starke Wirtschaft und damit die stark bleibt, müssen wir natürlich zukunftsweise Technologien erforschen oder erweitern. Wir haben ja viele einfach auch schon und können die natürlich dann an andere Länder weitergeben, die größere Schwierigkeiten haben, dem Klimawandel auf ihre Art entgegenzuwirken. Wir bleiben ja nicht auf unserer kleinen Nation, wir sind nicht isoliert. Wir haben aber die Möglichkeiten, anderen zu helfen. Und wir haben auch die Möglichkeit, wirtschaftlich relevant zu bleiben, indem wir die Technologien dafür entwickeln und schaffen und weiterverkaufen. Du alleine kannst natürlich auch viel ausrichten. Nö. Jetzt stell dir mal vor, du willst 10 Äpfel verkaufen, aber dann kommt einer und sagt, ich esse lieber Bananen. Dann kannst du schon nur noch 9 Äpfel verkaufen. Wenn jetzt 5 Leute kommen und sagen, ich möchte lieber Bananen, dann kannst du nur noch 5 Äpfel verkaufen. Und so steigert sich das allmählich. Je mehr Leute etwas anderes wollen als das, was gerade angeboten wird, desto mehr schaffen wir es auch gemeinsam, eine Veränderung herbeizuführen. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Egal. Reden wir doch mal weiter über Fetzi. Natürlich hätte ich deinen Kommentar als Volksverhetzung anzeigen können, aber ich habe davon abgesehen. Stattdessen habe ich ihn gelöscht, weil ich ihn nicht unkommentiert oder vielleicht auch kommentiert unter meinem Video stehen lassen wollte, weil sowieso die meisten Leute die Antworten nicht mehr durchlesen und diese Volksverhetzung wollte ich nicht unwidersprochen da stehen lassen und habe mich stattdessen entschieden, dieses Video hier aufzunehmen. Und natürlich ist mir klar, dass du zwar den Strafbestand einer Volksverhetzung erfüllst, nämlich indem du Gruppen von Menschen marginalisierst. Das ist aber wahrscheinlich aufgrund der geringen Reichweite meiner Videos, also so groß bin ich einfach noch nicht genug in den Umlauf gekommen, nicht viral genug gewesen, dass sich irgendjemand da bei der Staatsanwaltschaft drum gekümmert hätte, weil natürlich so eine Strafverfolgung auch immer eine gewisse öffentliche Relevanz braucht und du hast mit deinem Kommentar einfach so gut wie niemanden erreicht. Schade, schade. Du demonstrierst aber sehr gut damit, warum man Menschen wie dir eben nicht folgen sollte und was Parteien wie die AfD, die jetzt ja sagt, wir sind nicht rechtsextrem, auslösen in der Gesellschaft. Nämlich Menschen wie dich, Menschen, die glauben, dass es völlig legitim ist, solche Kommentare in die Öffentlichkeit rauszuposaunen, was es aber nicht ist. Es ist Volksverhetzung. Es ist gegen das Grundgesetz und es ist schon gegen Artikel 1 des Grundgesetzes, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht, die Würde des deutschen Menschen ist unantastbar, da steht auch nicht, die Würde von Fetzi ist unantastbar, da steht auch nicht, meine Würde ist unantastbar, sondern die Würde von allen Menschen ist unantastbar. Ohne Ausnahme. Auch der Ausländer, die hier leben. Auch der Klimaschützer, die hier leben. Leider auch eines Fetzis, der hier lebt. Dein Kommentar unterstreicht aber meine ganz persönliche Einstellung dazu, wie Social Media eigentlich genutzt werden sollte. Ich finde nämlich, dass jeder, der sich auf irgendeiner Social Media Seite anmeldet, eine Ausweispflicht haben sollte. Es sollte immer zurückverfolgbar sein, wer denn da gerade kommentiert. Vielleicht nicht für denjenigen, der es empfängt. Also Nicknames sollen ruhig beibehalten sein. Aber zumindest bei den Betreibern sollte deine Personalie vorliegen, damit man besser gegen Leute wie dich vorgehen kann und eben solche Strafanzeigen auch nicht im Sande verlaufen, weil man den Täter nicht ausfindig machen kann. Überall muss man Ausweis zeigen, nur nicht in solchen relevanten, in so einer Parallelwelt, die das Internet ja mittlerweile einfach schon ist. Das Internet ist für uns alle Neuland. Fetzi tritt unser Grundgesetz mit Füßen und die Leidtragenden sind diejenigen, die es lesen müssen, nämlich wir. Und Fetzis Kommentar ist natürlich ein Paradebeispiel, wodurch unsere Demokratie gerade und unsere Freiheit ganz massiv gefährdet wird. Mein Video war wirklich harmlos. Also ich habe da keine extremen Meinungen vertreten. Ich habe nur gesagt, bitte, bitte schützt doch alle mehr das Klima oder die Umwelt, zumindest wenn du nicht an den menschengemachten Klimawandel glaubst. Und da kamen Kommentare drunter. Ich musste mehrere mittlerweile entfernen. Es war ekelhaft. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und diese Menschen fühlen sich eben legitimierter, je größer Parteien wie die AfD eben auch werden und ihre faktenfernen Thesen in die Welt posaunen. Es würde ja auch niemand sich für Windräder interessieren, wenn eben Alice Weidel nicht gesagt hätte, nieder mit diesen Windmühlen der Schande! Kann es sein, dass du dumm bist oder so? hätte sie gesagt Wasserkraftwerke der Schande, dann würde niemand über Windräder sprechen. Da würden alle über Wasserkraft jetzt herziehen, aus welchen Gründen auch immer. Weil da irgendwie
Brachwasser durchgezogen wird und der Strom dann vergiftet ist oder was auch immer dann für irrsinnige Theorien aufgestellt würden. Nein, wir haben jetzt ganz viele Energiewissenschaftler überall in den Social-Media-Spalten, die glauben, Windräder wären die Schande für Deutschland. Es ist unfassbar, wirklich. Abschließend dann dazu nochmal, indem Deutschland dem gegenüber sich fetzi-patriotisch fühlt, hätte er jetzt nicht auf einer internationalen Internetseite seine Scheiße rausposaunen können. Indem Deutschland, das sich Fetzi zurückwünscht, würde er jetzt schon mit dem Gesicht nach unten im Schützengraben liegen.